Herzlich willkommen bei Let's Talk About Holzbau. Heute wollen wir uns anschauen, warum es auch für die Arbeitsvorbereitung wichtig ist, die Sprache der Maschine zu sprechen. So, und jetzt nur noch hier schnell exportieren. Jawohl, fertig. Ja, bei so einem Schnell-Export, ohne sich darüber viele Gedanken zu machen, sieht das, was der Bediener dann nachher an der Maschine vorfindet, ungefähr so aus. Ein Datensatz voller Fehlermeldungen, voller Bearbeitung, die die Maschine gar nicht ausführen kann. Schauen wir uns mal an, wie er das besser machen könnte. Im Prinzip ist es so, dass auch der Arbeitsvorbereiter die Sprache der Maschine lernen muss, damit diese auch verstehen und somit produzieren kann, was er in seiner Zeichnung gemeint und angelegt hat. Die Sprache der Maschine steckt bei uns vor allem in den Dateiformaten BTL und WUP, die wir benutzen. Die exportierten Dateien enthalten oft mehr Informationen, als man denkt, beispielsweise in Form von Indexen für Material und Werkzeug, die direkten Einfluss darauf haben, wie die Maschine arbeitet. In einem Beispiel sieht das so aus, das wäre die Bearbeitung jetzt hier am Computer und die Maschine könnte das jetzt so oder so verstehen. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass der Arbeitsvorbereiter selbst in der Lage ist, zu prüfen, ob das erstellte Projekt von der Maschine produzierbar ist oder nicht. Kennt er sich mit dem Programm auf der Maschine aus, kann er diese Prüfung selbst vornehmen und gegebenenfalls vorab Anpassungen vornehmen. Oftmals sind einzelne Bearbeitungen nicht möglich, weil die dafür nötigen Werkzeuge auf der Maschine nicht vorhanden sind oder Werkzeuglänge nicht ausreichend. Das sind alles Dinge, die kann der Arbeitsvorbereiter vorab prüfen und im besten Fall sogar anhand der Werkzeugdaten seine Datensätze so erstellen, dass sie von vornherein von der Maschine produzierbar sind. Kennt der Arbeitsvorbereiter die Werkzeugdaten, versteht die Parameter im Datensatz und kann diesen vorher selbst prüfen, erspart das ungemein viel Zeit, da der Bediener an der Maschine nicht mehr auf Fehlersuche gehen muss. Zwar kann der Bediener kleinere Anpassungen im Datensatz an der Maschine vornehmen, doch kostet es ihn meist mehr Zeit und ist aufwendiger als im CAD-Programm. Oft kann er Änderungen aber auch nicht selbst durchführen und muss den Datensatz sowieso zurück an die Arbeitsvorbereitung geben. Dies sorgt natürlich für einen massiven Zeitverlust und für schlechte Taktzeiten. Um in unserem Bild zu bleiben, der Bediener sollte kein Dolmetscher sein zwischen Arbeitsvorbereitung und Maschine, dies ist nicht seine Aufgabe. Dieser spart nicht nur Zeit, sondern kann auch die Präzision der Bearbeitungen erhöhen. Weiter hat der Arbeitsvorbereiter im Abrund auch die Möglichkeit, die Rohteileinteilung schon vorab vorzunehmen, um diesen Schritt dem Bediener zu ersparen, da dieser meist mit Holzauflegen, Bezeichnen, Verpacken schon genug zu tun hat. Ein weiterer positiver Effekt: umso mehr der Arbeitsvorbereiter von der Maschine versteht, umso besser die Kommunikation zwischen Bediener und Arbeitsvorbereitung. Die genannten Fälle konnten euch hoffentlich dabei helfen, ein Verständnis aufzubauen, warum es nicht die Aufgabe des Bedieners sein sollte, für die Maschine zu übersetzen, sondern der Arbeitsvorbereiter selbst die Sprache der Maschine lernen sollte. Vor allem, um dabei Zeit einzusparen, aber auch um effektiver und präziser arbeiten zu können. So viel zu diesem Thema. Bis dahin eine gute Zeit.